Ja, hallo, neue Ausgabe von Automobil Depression. Und heute haben wir eine Premiere für euch. Das ist nämlich das erste Auto von einem netten Menschen, der uns dieses Auto mal zur Verfügung gestellt hat, also der auf unseren Aufruf reagiert hat. Ein Volvo 850. Und der 850 wurde von Mitte 91 bis 98, glaube ich, produziert. Und das ist hier ein Auto, es gab da so ein kleines Facelift, das erkennt man an den etwas kleineren Scheinwerfern. Der hat schon dieses Facelift und hat den 2,4 Liter Fünfzylinder-Motor. Also ein grundehrlicher Volvo 850 Kombi. Circa 720.000 Stück sind Limousine und Kombis zusammen produziert worden. Und dieses Auto war eigentlich relativ schnell ein Verkaufserfolg. Er wurde am Anfang noch parallel zum Volvo 240 und zum 49 produziert. Das heißt, er war also im Prinzip, soweit ich mich erinnere, der erste Fronttriebler von Volvo. Und Volvo war auch ganz stolz darauf, denn irgendwann gab es hier so Seitenairbags. Das war das erste Serienfahrzeug mit Seitenairbags in den Türen. Und diesem berühmten, ich zeige euch das mal hier an der Heckklappe, mit dem SIPS, also das Side Impact Protection System. Da hatte man sich was einfallen lassen, dass hier an den Schwellern, da wurde das auch nochmal gezeigt, da war auch das SIPS, das hatte man aber auch schon beim 49, soweit ich mich erinnere. Also der hatte da eine die Gurte stramm machten sich, glaube ich, enger, wenn man aufprallte. Und da hatte, wie gesagt, auf der Seite das alles so verstärkt, dass auch ein Seitenaufprall nicht mehr so schlimm und so horrormäßig ablaufen sollte, wie man das von anderen oder älteren Fahrzeugen gewohnt war. So, dieser 850 hier ist aus dem Baujahr 96 und ist halt ein Kombi, und im Prinzip war der Kombi halt das Erfolgreiche, wie immer bei Volvo. Volvo wollte immer und hat es ja auch immer Autos gebaut, die für Familien halt tauglich waren, die robust waren, die langlebig waren. Und klassisch war hier beim Volvo, und das war auch der erste, der das hatte, dass man hier sozusagen das haben wir ja bis heute fast bei allen Volvo, dass diese Rückleuchten sich bis ins Dach hineinzogen. Ja? Und dieses ganze sehr, sehr eckige Heck, also das im Prinzip einfach gerade abfällt, was, wie ich ja auch immer finde, als XC70-Besitzer einfach einen riesen Vorteil hat, weil man hat den Fahrerraum, also den Fahrgastraum halt bis zum Maximalen ausgefüllt. Und für Hunde ist das toll, weil es kommt hier keine Sonne rein. Ja? Also die sitzen hier wirklich auch relativ sonnengeschützt. So, der 850 galt immer als unglaublich schrauberfreundlich. Er ist einfach zu reparieren, und das erklärt uns vielleicht nachher nochmal der Besitzer während einer Fahrt. Man kriegte sie bis vor kurzem für wirklich einen ganz, ganz schmalen Taler. Also unter 1000 Euro, fahrbereite Fahrzeuge, teilweise sogar mit TÜV. So allmählich kommen sie jetzt auch in diesen Youngtimer-Himmel und werden dadurch natürlich auch ein bisschen teurer. Und Ausreißer sind immer die Topmodelle natürlich. Also den T5R und wie sie alle hießen, also diese Turbomotoren, die dann bis zu 250 PS, glaube ich, hatten, die dann auch bei Volvo sogar Sportgeschichte schrieben. Also Volvo hat sogar diese Autos dann mal auf der Rennstrecke eingesetzt. Als Kombi. Darauf muss man kommen. Das waren keine Limousinen, das waren Kombis. Ja, und dann wurde er abgelöst im Prinzip, wobei ablösen das falsche Wort ist. Es gab da nochmal ein drittes Facelift und dann änderte sich auch die Nomenklatur. Dann wurde aus dem 850 nämlich der V70. Und der V70 war dann sozusagen, der wurde dann noch mal ein paar Jahre gebaut, und dann gab es halt den Nachfolger, das letzte von Volvo entwickelte Modell, bis man dann auf die Ford-Schiene ging, und dann kennt ihr die Geschichten, dann wurde es Baukasten und so weiter, und Volvo verlor, also in meinen Augen dann immer mehr so ein bisschen an Bedeutung, und heute gibt es halt nur noch Elektrowagen. So, also dieser 850 hat sicherlich auch ein paar Probleme, aber relativ gut beherrschbare. Also worauf ihr bei jedem Volvo mit Benzinmotoren immer achten solltet, sind die Zahnriemen, dass die penibel eingehalten werden, dass die gewechselt werden. Die haben nicht mehr den Freilauf, den die 49er hatten oder die 240er oder die 47er, sondern wenn hier der Zahnriemen reißt, dann ist Pumpe mit dem Motor. Da sollte man darauf achten und dann auch immer, wie ich finde, den Original-Zahnriemensatz von Volvo nehmen, den gibt es, inklusive Wasserpumpe wechseln. Ansonsten
Ja, hat er die üblichen Sachen wie Motorlager, das kenne ich auch von meinem, die gehen halt relativ schnell kaputt. Rost ist eigentlich ganz gut beherrschbar und zeigt er auch sehr offensichtlich, wenn er Rost hat. Das sieht man halt relativ schnell bei diesem Auto. Bei diesem auf den ersten Blick sieht man das nicht. Er hat da so ein paar Kampfspuren. Ja, weil diese Autos dann auch teilweise wirklich in 4., 5. Hand einfach nur noch genutzt wurden. Ja, also da wurde halt wirklich alles mit transportiert, was nicht bei 4 auf dem Baum war. Und dann hat man da alles reingeschmissen, Hunde, Kinder, was weiß ich, Baustoffe, und dementsprechend sind die Kombis dann teilweise auch ungepflegt. Das waren jetzt also nie so richtige Liebhaberfahrzeuge. Aber ich finde, genau das hat seinen Reiz. Ja, also so ein paar Rostprobleme hat er natürlich auch, wie jedes Auto, was irgendwie fast 40 Jahre alt ist. Manchmal hier sind die Kotflügel hier am Übergang zwischen Stoßstange und Dings, faulen die hier so ein bisschen durch. Das sieht man aber relativ schnell. Schweller sollte man sich auch genau angucken. Der hat hier so eine Schwellerverkleidung, also genau inspizieren, was da drunter ist. Und so ein neuralgischer Punkt bei den 850ern ist halt hier das hintere Radhaus. Das ist total verkleidet mit Kunststoff, da ist eine Kunststoffwande drunter. Das ist ja auch bei jedem Hersteller heute die Norm. Also auch das hatte Volvo damals schon. Und darunter sammelt sich dann halt der übliche Schmutz. Das Wasser fließt da nicht mal richtig ab. Dann gibt es halt diesen berühmten Schlamm und dann fangen die an durchzurosten. Bei jedem Kombi, das habe ich euch ja schon mal beim 124er auch erzählt, ist es natürlich so, dass ich auch dadurch, dass sich der ganze Innenraum immer beheizt und wieder abkühlt und wieder beheizt, natürlich auch Kondenswasser sammelt, und das sickert hier natürlich auch irgendwann durch. Und dann hat man hier natürlich hinter den Verkleidungen auch immer so eine gewisse Staunässe, die nicht unbedingt immer weggeht. Also das kann auch sein, dass er dann von innen so ein bisschen durchgammelt. Hier gerade an diesen Schweißnähten, da wo die Radhäuser sind. Heckklappe ist nicht wie beim 49, 47 aus Aluminium. Bei denen sieht man das ja mal ganz gut, wenn das Aluminium so korrodiert. Hier ist es aus Stahlblech. Und die rosten auch hier ganz gerne an dieser Heckscheibe, an dieser Kante durch. Da muss man aufpassen, also die fangen da an zu rosten, sind nicht sofort durchgerostet. Hier hat er so ein kleines, das sieht man schon. Aber das ist komplett im normalen Bereich. Und im Vergleich zu anderen Autos aus der Zeit ist dieses Auto eigentlich wirklich ganz gut rostgeschützt. Also da kann man ihm tatsächlich nichts vorwerfen. Abgasanlagen bei Volvo, glaube ich, immer ein Problem. Also auch bei diesem hier. Die gehen die halt auch gerne mal kaputt. Ersatz gibt es da immer noch ganz gut. Die Ersatzversorgung ist auch beim 850er über diese ganzen Zubehörläden und teilweise auch noch bei Volvo ganz gut gesichert. Ja, das ist hier der 2,4 Liter 5-Zylinder Volvo-Motor. Der sieht schon optisch eigentlich, wie ich immer finde, ganz schön aus. Ich hatte den gleichen mal in einem Volvo S80. Ja, der hat so um die 140 PS. Ist ein absoluter Langläufer, ist relativ unproblematisch, ist wirklich sehr, sehr schön schraubbar, weil man kommt wirklich überall dran. Selbst so Zahnriemenwechsel ist nicht so ein Riesenproblem. Es gibt hier ganz gute Markierungen, man sollte halt auch bei dem immer die Wasserpumpe mitwechseln. Aber wenn ihr das noch nie gemacht habt, würde ich euch davon auch abraten, das selber zu machen. Ich habe es bei meinem XC70 mal selber gemacht. Es ist selbst bei dem Dieselmotor gut. Apropos Dieselmotoren. Es gab hier auch Dieselmotoren in einem 850er, die stammten aus dem VW-Regal. Das waren die 5-Zylinder TDI-Motoren. Davon würde ich tatsächlich abraten. Das sind brummige VW-Motoren und ich halte nicht so viel von VW-Motoren, ehrlich gesagt schon gar nicht von Dieselmotoren. Das haben sie dann bei dem Nachfolger, bei dem zweiten V70, haben sie dann eigene Dieselmotoren, diesen D5 konstruiert. Die waren wesentlich besser. Also Dieselmotoren im 850er bin ich kein Fan von. Da sind dieser 2,4 Liter Saugmotor, finde ich, reicht vollkommen. Diese Turbomotoren sind wahnsinnig teuer geworden, also die Modelle mit Turbomotoren. Und es gab auch von dem erstmals den XC70, also mit Anladeantrieb, mit Haldex-Kupplung. Die werden auch teurer und sind auch relativ selten, weil die hießen damals gar nicht, die hießen Cross Country. Da hat Volvo das erste Mal, glaube ich, neben Subaru auf dem europäischen Markt so eine höher gelegten Kombi angeboten. Ich glaube, das war noch weit vor dem Audi Allroad, A6 Allroad, und hatten da kurze Zeit sogar eine Alleinstellung mit. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ich da falsch liege, verbessert mich einfach. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal eine Probefahrt mit dem Eigner dieses wunderschönen Autos. Diese Farbe finde ich übrigens mega. Er wird euch sicherlich gleich sagen, wie die heißt. Ich finde die toll. Dadurch sticht dieses Auto komplett heraus. Genau, was ich auch noch sagen wollte zum Design von Volvo. Der hat sogar mal so einen Design Award gewonnen, und zwar in Japan, der wohl sehr bedeutend ist. Und darauf ist Volvo auch heute noch stolz.
Und es ist ja auch ein schön anzusehendes Auto. Es ist relativ kompakt, wie ich finde. Also es sollte dann irgendwann so mit Mercedes E-Klasse und 5er BMW und A6 und diesem ganzen Kram irgendwie konkurrieren. Und irgendwie, ja, passte das nicht so richtig, weil die waren halt irgendwie ein bisschen größer. Aber dafür ist er innen groß. Und das ist ja eigentlich das, was Volvo-Kunden immer wollten. Ja, das ist hier das Volvo-Design sozusagen der 90er Jahre. Das orientiert sich noch so leicht am letzten 69 oder wie er dann schon hieß, V90. Also dieses geschwungene hier. Aber du hast natürlich hier, dadurch, dass der Motor quer eingebaut ist, eigentlich nicht mal diesen voluminösen Mitteltunnel. Also der ist hier im Prinzip nutzlos, aber trotzdem gemacht worden. Du hast ja keinen Heckantrieb mehr und auch keinen längs eingebauten Motor mehr. Aber dennoch ist dieses Armaturenbrett, und das muss man Volvo tatsächlich lassen, was die Qualität angeht, wirklich toll. Also guckt euch die Ledersitze an. Das Auto hat irgendwie auch natürlich weit über 200.000 Kilometer gelaufen. Guckt euch hier das Armaturenbrett an, da ist nichts gerissen. Er hat hier ein ganz schönes, tolles Volvo High-End Originalradio, was ich persönlich immer mag, wenn da die Originalsachen noch drin sind. Ein Premium Sound System, steht hier ganz stolz in goldenen Lettern. Und überhaupt ist dieses Auto relativ vollständig ausgestattet mit Klimaautomatik, mit 4 elektrischen Fensterhebern. Man konnte hier auch bei der 4-Stufen-Automatik sogar umschalten auf Sport und Eco und Winter. Sitzheizung hat er auch. Und das hier, das ist mir sofort ins Auge gefallen. Offen gestanden wusste ich gar nicht, dass es das gab. Also ein Holzlenkrad, also wie in einem, was weiß ich, englischen Roadster der 60er, 80er, 60er, 70er Jahre. So ein bisschen auch wie so ein Boot. Also wirklich sehr, sehr schön. Das gab es auf Sonderwunsch und als Zubehör, glaube ich. Auch noch für die 49 sogar. Also wie gesagt, dieses Interieur macht einfach qualitativ einen wirklich tollen Eindruck nach wie vor. Da ist nicht großartig mit Holz rumgeschnörkelt worden, was ja Mercedes immer sehr gerne gemacht hat und dann BMW auch später und Audi hat das dann auch gemacht. Da gibt es auch keine Aluminium-Dekorleiste oder so etwas. Das ist sehr sachlich, sehr aufgeräumt, aber sehr intuitiv bedienbar. Das hatten die bei Volvo echt raus. Und wie gesagt, was ich immer wieder schön finde, es gibt hier nirgendwo blöde Touchscreens und sowas. Nicht? Das ist immer bei diesen Youngtimern einfach nett. Also wenn man sich diese aktuellen Autos heute anguckt mit diesen ganzen Monitoren, die da um einen herum gebaut wurden, ja, also ich brauche das überhaupt nicht. Klassische Rundinstrumente, richtig analoge Zahlen noch. Und hier unten gibt es dann noch eine Digitalanzeige, da wird dann wahrscheinlich die Zeit angezeigt und es gibt sogar einen kleinen Bordcomputer und die Temperatur, Außentemperatur und sowas zeigt da auch alles an. Also eigentlich ein tolles Auto. Und ich habe vorhin erfahren, ich nehme es jetzt mal vorweg, ich spoiler es jetzt mal, dieses Auto wurde vor 900 € gekauft. Und sicherlich wurde vieles reingesteckt, aber das erfahrt ihr jetzt gleich. Ich habe ganz explizit nach 850ern gesucht in den einschlägigen Portalen und bin auch nach kurzer Zeit, ich weiß nicht, ich hatte erst mal 2 Wochen oder so gesucht, auf diesen 850 hier aufmerksam geworden. Der stand allerdings nicht in Berlin, sondern in Hamburg für einen unschlagbaren Preis. Da stand nämlich drin für 990 € und da habe ich nicht lange überlegt und bin gleich am gleichen Tag noch nach Hamburg gefahren, von Berlin aus. Und ja, habe den quasi abgeholt und mitgenommen. Habe seitdem auch einiges gemacht an dem Wagen und bin komplett zufrieden. Könnte nicht besser laufen. Also ich habe ihn jetzt 1,5 Jahre und schätze mal, ich müsste jetzt überschlagen, 1.500, 1.700 € nochmal reingesteckt. Waren aber auch Sachen dabei, die jetzt nicht unbedingt notwendig waren, wie zum Beispiel das Holzlenkrad. Und somit hat man ein prima Auto für den Kurs.
was einen noch lange begleiten wird, denke ich mal. Ich nutze es momentan nur als Zweitwagen. Man könnte ihn, glaube ich, allerdings auch als Daily benutzen. Das Zeug hätte er auf jeden Fall. Ich habe allerdings den Vorteil, dass ich noch ein anderes Auto habe, welches ich als Daily benutzen kann. Und ja, wenn ich mal Zeit und Lust habe, am Wochenende ein bisschen zu fahren oder auch mal als Ersatz, wenn das andere Auto irgendwie ausfällt, ist das gerade aktuell bei mir so im Einsatz. Also einfach zu reparieren ist es auf jeden Fall. Klar, man sollte, wenn man sich für ein Auto aus diesem Jahr interessiert, immer einplanen, dass irgendwie eine Kleinigkeit dran ist. Es wird immer irgendwo was sein. Und wenn man wegen jeder Kleinigkeit jetzt in die Werkstatt fahren müsste, wäre es wahrscheinlich das falsche Auto für einen. Weil es einen einfach finanziell dann zu sehr belasten würde. Man kann fast alles selbst machen. Kommt immer so ein bisschen auf den Grad an, wie man da erfahren ist. Ich mache fast alles selbst, außer jetzt Sachen wie Zahnriemen oder so größere Reparaturen. Aber so einen Ölwechsel kann man theoretisch auch irgendwo in der Hofeinfahrt zu Hause machen. Es geht alles. Genau, also ich kenne es halt aus meiner Kindheit. Da hatten viele Eltern auch genau dieses Modell. Deswegen kannte man das schon so vom Mitfahren von damals und ist einem irgendwie immer im Kopf geblieben. Und ich finde persönlich preislich sind sie immer noch ein bisschen unter den, sag ich mal, Standard Audi, Mercedes Modellen angesiedelt, auch wenn sie gerade momentan anziehen. Und du hast halt für das Alter einen enorm hohen Sicherheitsstandard. Also der hier ist jetzt Baujahr 96 und hat 4 Airbags. War für die Zeit schon ziemlich gut, wie ich finde. Und auch das Design, dieses klare, kühle Design, was mich sehr anspricht. Du hast ein sehr neutrales Image, finde ich. Das ist jetzt nicht vorbelastet irgendwie, sondern mit einem Volvo ist man eigentlich immer ziemlich gut angezogen. Ich fand einfach von der Optik her und vom Gesamtpaket, was man mit diesem Auto auch noch machen kann, mit den Ausstattungen, wie luxuriös er ist, finde ich, ist der 850 immer noch eine Stufe. Ich hatte vorher einen 49 über dem 49. Das hat mir persönlich besser gefallen. Also ich finde ihn aktuell, wie er jetzt dasteht, ziemlich gut. Ich würde vielleicht noch einen schönen Satz Felgen für meine Winterreifen mit aufziehen. Ansonsten würde ich ihn optisch eigentlich so lassen, wie er ist und ihn weiter pflegen, weiter das Checkheft pflegen, auch wenn ich es selbst mache und alle notwendigen Reparaturen durchführen, damit dieses Auto auch in 10, 20 Jahren vielleicht noch fährt und ihn einfach so lassen, wie er ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Den Volvo 850 ist hier in der Vorstellung auch mal von einem Besitzer, der das wesentlich besser weiß als ich. Und vielleicht hat er jetzt auch auf den Trichter gekommen, euch so ein Auto nochmal, vielleicht sogar in die nähere Auswahl zu nehmen. Wie gesagt, noch sind sie günstig. Es gibt halt diese Highlight-Modelle XC70, es gab sogar ein Coupé, das nannte sich dann C70, das gab es auch als Cabriolet. Also es gab eine relativ große, aufgefächerte Modellpalette von diesem Auto. Auch die späteren, also die V70 sich da nannten, sind im Prinzip ähnlich wie dieser hier. Und wie gesagt, relativ preisgleich zu haben. Und wie ihr gehört habt, macht es hier auch Spaß damit zu fahren. Und man kann sie halt sehr einfach und für relativ wenig Geld am Leben halten und gut schrauben. Das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter. Da zeigen wir euch, ich gebe euch schon einen kleinen Vorblick, einen Pastor, der auch auf den Volvo-Trichter gekommen ist und der intensiv an seinen alten Volvo schraubt. Bin mal gespannt. Wir haben es noch nicht gedreht, aber ihr werdet es dann als Erste sehen. Also, bis bald. Tschüss.